Hallo meine lieben Freunde! In der zweiten Staffel auf meinem Kanal geht es wieder um ein altes, hochwertiges Systemspielzeug. Ein altes Holzauto, 1:87 Plastikmodelle. Ja, ihr habt es richtig erkannt, in den nächsten Folgen dreht sich bei mir alles um Lego. Keine Angst, das wird jetzt kein neuer Lego-Kanal. Ich interessiere mich nämlich vor allem für die weniger bekannten alten Sets. In den nächsten Monaten zeige ich euch die Entwicklung der Lego-Stadt. Wir beginnen nächsten Freitag mit dem ersten Stadtplan von 1954. Dann kommt die blaue Eisenbahn von 1966, das alte Legoland von 1969, die ersten Minifiguren von 1975 und zum Schluss das neue Legoland von 1978 mit Stadt, Ritterburg und dem alten klassischen blauen Weltraum. Ich habe auch einmal mit neueren Minifigurenspielwelten angefangen, mit den zwei großen Goldeseln Star Wars und Harry Potter. Da kann ich vielleicht einige persönliche Erfahrungen mit euch teilen. Ich wollte eigentlich Dioramen zusammenstellen und habe mir einige Sets auf die Seite gelegt. Mit den ständigen neuen Wellen immer gleicher Sets habe ich inzwischen vollkommen die Orientierung verloren. Vom Bauer bin ich zum Sammler geworden und inzwischen bin ich dabei, meine Sammelgebiete stark einzuschränken. Ich muss noch vieles zusammensuchen und aufbauen. Deshalb werde ich nicht jede Woche ein Video schaffen. Wenn das Hauptvideo nicht fertig ist, werde ich freitags ein neues Format einschieben. Ich nenne es den Aufbau, genauso wie heute. Ich zeige euch, woran ich gerade arbeite, gebe euch einige Hintergrundinformationen und mache eine Reihe von Seitensprüngen in andere Themenbereiche, die nicht in das Hauptvideo passen. Heute schauen wir uns die Anfänge von Lego an und starten mit dem Aufbau des klassischen Stadtplans von 1954. Der Tischlermeister Ole Kirk Christiansen aus Billund hat 1932 mit der Herstellung von Holzspielzeug begonnen. Dieses Feuerwehrauto aus den 50er Jahren habe ich vor 20 Jahren durch Zufall gefunden. Wenn es vollständig ist, schaut es so aus. Das ist die Seite aus dem Katalog. Bis zum dritten Werkstattbrand 1960 war das Holzspielzeug ein wichtiger Teil im umfangreichen Lego-Sortiment. Die Fahrzeugmodelle waren aus gut getrocknetem Buchenholz und mit 3 Schichten Lack überzogen. Die Dekorationselemente wurden mit Schablonen aufgesprüht. In der Videobeschreibung verlinke ich euch die Webseite von Miniland NL mit guten Übersichten über das alte Lego. Bei der Drehleiter waren 4 einfache Holzfiguren dabei, die 4,8 cm groß waren. Sie wurden in die Löcher in den Sitzbänken auf der Ladefläche eingesteckt. Ole und sein Sohn Gottfried kauften sich 1974 die erste Windsor Kunststoff-Spritzgussmaschine. Neben vielem anderen Plastikspielzeug begann Lego 1949 Hilary Fisher Pages Klemmbausteine zu kopieren. So sehen die ersten Steine aus. Sie haben Schlitze an den Seiten, die Anspritzstelle ist unten am Rand. Sie sind innen hohl und es gibt nirgends eine Marke. Sie sind genauso groß wie die heutigen Steine und bis auf die üblichen altersbedingten Verformungen voll mit den modernen Steinen kompatibel. Die Bausteine wurden bis 1952 ohne Marke unter der Bezeichnung Automatic Binding Bricks verkauft. Ich habe natürlich keinen Originalbaukasten. Hier sind Bausteine aus billigem Polystyrol,
die wahrscheinlich 1952 oder 1954 von Lego in Norwegen mit der Marke Prima hergestellt wurden. Sie wurden in Schweden verkauft. Beim Bauen stören die seitlichen Schlitze an den Steinen. Sie sind nötig, um die Fenster und die Türen einzuschieben. Das Polystyrol wird uns 1970 wieder beim Minitalia begegnen. Die richtigen Legosteine waren zuerst aus Katalin-Kunstharz und ab 1952 aus Zelluloseacetat. Ich habe diesen Baukasten vor 20 Jahren billig gefunden. Die Verpackung ist sicher ein Nachdruck. Man bekommt aber eine Vorstellung von den Sets in der Anfangszeit. Die Bauanleitung sah so aus: die 116 oder 140 Teile, die in der Packung enthalten waren, sind für die Häuser auf der Bauanleitung zu wenig. Es sind auch Bautechniken abgebildet, die mit den Hohlsteinen so nicht funktionieren. Die erste 10x20 Grundplatte gab es 1951. Sie war nur einen halben Stein hoch. 1952 kam die übliche 700er Grundplatte in der Höhe von einem Stein. Die ersten Baukästen waren reine Gebäudebausets. Es gab 4 verschiedene Fenster und Türen für die Schlitzsteine. Die Steine hatten eine große Farbauswahl und bei der Farbumstellung kamen auch marmorierte Steine heraus. In der Verpackung lagen noch verschiedene Kartonkarten bei, die man in die Schlitze einschieben konnte. 1952 kam der Lego-Schriftzug auf die Packungen und in großen Blockbuchstaben auf die Innenseite der Steine. Neben dem 2x4 ganzen Stein gab es auch den 2x3 Dreiviertelstein, den 2x2 halben Stein und den 2x1 Viertelstein, alle mit unterschiedlichen Schlitzen. Über die Fenster setzte man Balken. Es gab 8er, 10er, 12er und 14er Balken. Aus den Blockbuchstaben Schlitzsteinen habe ich hier ein kleines Häuschen gebaut. 1953 kamen neue 1 Noppenbreite Fenster und Türen für Schlitzsteine. Im Dach habe ich viele Balken eingebaut. Vorne habe ich eine Tür und hinten ein großes Schaufenster. Fenster und Türen waren schon verglast. Sie haben an beiden Seiten links und rechts eine von oben nach unten durchgängige Feder, die man in die Not der Steine einschieben kann. 1954 bekommen die Schlitzsteine auf der Unterseite statt den einfachen großen Blockbuchstaben das ausgestaltete Lego-Logo, das wegen der Linie Hundeknochen-Logo genannt wird. Ab 1956 werden die Noppen für das gleichmäßige Auskühlen beim Hochdruck-Spritzgießen innen hohl geformt. Das Lego-Logo kommt jetzt außen auf jede einzelne Noppe. Bis 1963 wird das alte Logo mit niedriger weiter Schrift und dem runden O verwendet. Mit dem Stadtplan 1954 wird die Bauweise kleinteiliger mit schmalen Wänden. Dafür braucht es neue 1x6 und 1x8 Balken. Zuerst noch mit Vollnoppen und dem kleinen Hundeknochenlogo an der Innenseite. Ab 56 mit Hohlnoppen und dem alten Logo auf den Noppen. Die Balken gibt es als Schriftsteine mit Prägedruck in zahlreichen Varianten, in vielen unterschiedlichen Sprachen, je nachdem, wo die Sets vermarktet wurden. 1954 kamen auch die 1x1 Steine, viereckig und rund dazu. Die runden Steine hatten bis 63 noch unten einen breiten Rand. Für die kleinen Häuser brauchte man auch die neuen dünnen Platten 2x8, 4x8 und 6x8. Im Gegensatz zu den Steinen sind die Platten formstabil, weil sie nicht aus Zelluloseacetat, sondern aus Polystyrol gemacht sind. Bis 58 ohne Logo auf den Noppen,
Auf der Unterseite hatten die Platten viereckige Klemmlöcher, das sogenannte Waffelmuster. Ein damals typisches Teil waren die Platten mit den abgerundeten Ecken, einmal links und einmal rechts. Für die runden Wände gibt es die Makkaronisteine. Neben den üblichen Viertelsteinen gab es auch halbrunde Steine. Die alten hatten unten am Rand noch keine Noppenaussparung und konnten nicht auf die Platten gesetzt werden. Ein weiterer Stein, den es seit 1969 nicht mehr gibt, ist der 4x4 Eckstein. Es ist interessant, wie viele nützlichen Steine es heute nicht mehr gibt. Bei den ersten Stadtplansets von 54 bis 56 waren die Fenster noch ohne Noppen für Schlitzsteine. Sie haben abwechselnde Halter, damit man die Fenster entweder in 1x2 Schlitzsteine, 1x1 Rundsteine oder 2 Fenster miteinander einhängen kann. Die Fenster haben kein Glas und am unteren Rand fehlen die typischen Klemmfinger. Die kleinen Zelluloseacetatsteine haben wegen der üblichen Schrumpfung und Verformung überhaupt keine Klemmkraft mehr. Man muss 3 Reihen bauen, bis die Steine überhaupt irgendwie halten. Ein zweites Problem ist die starke Vergilbung der Steine. Ich habe alle Steine sorgfältig mit Wasserstoff gebleicht. Hier habe ich den mittleren Grundbaukasten 703a von 1957. Am Foto sind 3 Enkel von Ole Kirk Christiansen, die 10-jährige Gunhild, die 5-jährige Hanne und der 8-jährige Kjeld. Auf der Innenseite des Deckels sind Bauideen für 3 verschiedene Häuser, die für den Stadtplan gedacht sind. Es ist kein richtiger Bauplan, man weiß nicht, wie die Hinterseite der Häuser aussieht. Weil schon alle Fenster vorne verbaut sind, bleiben für die Rückseite keine mehr übrig. Die Hohlsteine sind aus Zelluloseacetat, dem Bayer Zellidor. Sie sind stark verformt und halten kaum zusammen. 1956 hatten die Fenster Vollnoppen, 1957 bekamen sie dann Hohlnoppen. Die Fenster und Türen schauen außen genau gleich aus und haben die gleiche Größe wie die kleinen Fenster und Türen für die Schlitzsteine. Es gibt 10 unterschiedliche Formen, die teilweise bis in die 80er verwendet wurden. Die Hohlsteine halten beim versetzten Aufbau nicht gut zusammen. Deshalb muss man die Stufendächer genau planen. Sie brauchen entweder eine Unterstützung durch einen Giebel oder eine Pyramidenform. Am Bauplan empfiehlt das Lego-Maskottchen Hermann sogar eine doppelschichtige Bauweise. Lego hat die bisherigen Hohlsteine mit inneren Klemmelementen verbessert. Diese Klemmröhren und Säulen sind die wichtigste Erfindung von Lego und bieten mehr Baumöglichkeiten. Die neuen Röhrensteine wurden am 28. Januar 1958 zum Patent angemeldet. Das ist die Geburtsstunde des modernen Legosteins. Neben den Röhren wurden noch andere technische Lösungen patentiert, wie die Kreuzsäulen, mit denen 1970 bei Minitalia experimentiert wurde. Die versetzte Bauweise mit den Klemmröhren war auch die Grundlage für die Dachsteine, die 1958 herausgebracht wurden. Für unterschiedliche Dachformen mit First, Walm, Grat und Kehle. Hier habe ich ein großes Gebäude mit Röhrensteinen gebaut. Trotz dem verformten Zelluloseacetat ist das Gebäude viel stabiler. Die Fenster haben jetzt die Hohlnoppen, aber unten haben die Klemmfinger noch keinen Schlitz. Das ist ein Grundbaukasten im neuen Design von 1960. Die Bauideen sind jetzt auf der Rückseite der Packung und nicht mehr auf der Innenseite des Deckels. Die Steine sind immer im Schachbrettmuster einsortiert. Auf der Innenseite des Deckels ist ein Foto und eine Teileübersicht aus dem Sortiment.
Ich habe mir eine persönliche Übersicht der alten Steine aus dem Internet zusammenkopiert. Ich kann euch das Dokument gerne zeitlich begrenzt auf einer File-Sharing-Plattform zur Verfügung stellen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Ich gebe auch die verschiedenen Webseiten an, aus denen ich die Inhalte entnommen habe. Unter dem Motto System im Spiel hat Gottfred Kirk Christiansen 1954 die alten Klemmbausteinkästen 700 und die Plastikmodellautos zu einem neuen Spielsystem zusammengefasst. Das Verbindungselement war eine Straßengrundplatte, die dem Stadtplan seinen Namen gegeben hat. Als Maßstab wurde 1:87 gewählt, damit das System mit den gängigen Modellbahnanlagen kompatibel ist. Die Lego-Neuheit im Stadtplan waren die kleinen Gebäude mit schmalen Wänden, die Vorläufer der Lego-Stadt. Es gab 9 unterschiedliche Grundbaukästen, alle mit derselben Artikelnummer 700. Der größte davon war der Holzsortierkasten. Er war der einzige, der einen Stadtplan und viel Zubehör und Fahrzeuge im Maßstab 1:87 enthielt. Der gefüllte Kasten hatte einen doppelten Deckel. An der Vorderseite der Holzfaserplatte ist die Aufmachung, auf der Innenseite ist der Straßenplan aufgedruckt. Der zweite Deckel ist hinten leer. Der Sortierkasten hat viele verschiedene Fächer für die über 500 Teile, die enthalten waren. Eine Lade kann man herausnehmen. 1960 bekamen die Grundbaukästen das neue viereckige Lego-System-Logo. Den Sortierkasten gab es auch leer. Der leere hatte nur einen Deckel ohne Stadtplan. Wir werden jetzt alle 9 Grundbaukästen zusammenstellen. Ich habe die Grundplatte aus dem Holzsortierkasten ausgelegt und mit den Fahrzeugen, Bäumen, Verkehrszeichen und Figuren, die enthalten waren, vervollständigt. Das Hauptmodell aus dem Holzsortierkasten ist die Esso-Tankstelle. Ich stelle jetzt noch schnell die Hauptmodelle aus den anderen Grundbaukästen dazu. 700, 701, 703, der seltene 702, wir hatten schon den 703a, jetzt kommt der 704, der vorletzte 705 und der kleinste 706, der einzige mit nur einer dünnen Grundplatte. Ein eigenes Sammelgebiet sind die 1:87 Fahrzeuge. Das älteste war der Bedford LKW von 1955. Lego hatte auch selbst einen Bedford LKW, der die ersten Lieferungen nach Deutschland brachte. Den ältesten VW-Bus gab es zuerst in einem etwas größeren Maßstab von ungefähr 1:80. Er hatte volle Fenster ohne Verglasung. Später kam dann der kleinere VW-Bus mit Verglasung und im richtigen Maßstab 1:87. Den Bedford LKW von 1955 gab es in 7 unterschiedlichen Modellen und mit 2 Anhängern, in einer Kartonverpackung, wo außen alle Modelle abgebildet waren. Die älteren Modelle waren aus Zelluloseacetat und sind teilweise stark verzogen. Der Anhängehaken geht von oben nach unten. Die Modellautos wurden ab dem 12.01.56 in Hohenweststedt in Schleswig-Holstein hergestellt. 1957 kam der VW-Käfer, der schwer, vollständig ohne abgebrochene Stoßstangen zu bekommen ist. Bis 1962 wurde er in einer Schaufensterpackung mit Schriftstein verkauft. Das Schaufenster war auch Teil vom Autohausset.
1961 kamen weitere Autos, ab 56 waren sie in kleinen Kartons eingepackt mit eingeklappten Sichtfenstern. Von 63 bis 65 bekamen die PKWs in kleinen durchsichtigen Garagen mit aufklappbarem Tor. Wie schon gesagt, waren die Lastwagen zuerst der Marke Bedford. Es wurde zuerst viel mit Esso-Werbung gemacht. Neben dem legendären Tankwagen gab es im selben Jahr auch einen Pritschenwagen mit Anhänger. In der Packung war ein seltenes Ölfass, ein 1x1 Rundstein mit einem Abschiebebild. 1964 wurde die Lastwagenmarke von Bedford auf Mercedes umgestellt. Es kamen die Mercedes-Sattelzüge. 1966 wurde die Treibstoffwerbung von Esso auf Shell umgestellt. Der Shell-Tankwagen blieb bis 1970 im Sortiment. Die einzelnen Autos werde ich euch heute nicht alle zeigen. Ich stelle sie für das Video am nächsten Freitag auf dem Stadtplan auf. Für den Stadtplan gab es 10 Gebäude, 4 kleine Häuser, die Feuerwache, die Garage mit dem automatischen Tor, die Esso-Tankstelle, den VW-Verkauf und die dänische Kirche mit dem seltenen Schriftstein anno 1762. Ich zeige euch die Hinterseite, die am Bauplan nicht gezeigt wird. Der Chor hat ein Fenster aus 1x1 Teilen. Hier sind wieder 2 Teile herausgefallen. Das ganze Zelluloseacetat hat kaum eine Klemmkraft und man kann die Gebäude kaum anfassen. Die Straßengrundplatte gab es 1959 als Karton. Auf der Vorderseite Kjeld Kirk Christiansen mit einem Mädchen, auf der Rückseite die Teileübersicht und Bauideen. Der Stadtplan ist zum Aufklappen und hat farbige Felder mit angedeuteten Noppen für die verschiedenen Gebäude. Denselben Stadtplan gab es 1960 mit dem ein Jahr älteren Kjeld für den Linksverkehr in Großbritannien und in Schweden. Beim Video möchte ich am nächsten Freitag gleichzeitig 4 verschiedene Stadtpläne auf diesem Tisch aufbauen. Dazu habe ich mir einen originalen Stadtplan kopiert und das Papier dann auf Kartons aufgeklebt. Ich habe das so vorbereitet, damit wir die verschiedenen Stadtpläne nebeneinander besser vergleichen können. Ich werde euch nächsten Freitag den europäischen Stadtplan 810 und die nordamerikanischen Stadtpläne 725 von 1961 und 842 von 1969 zusammenstellen. Das erste Gebäude, das ich vor 20 Jahren aus Lego selbst gebaut habe, war das Hotel aus der Werbung mit dem Lego-Maskottchen Hermann. Ich habe zwar nicht originale Steine aus der Zeit verwendet, aber ich habe es genau nach der Vorlage nachgebaut. Mein zweites Hochhaus habe ich aus dem Ideenbuch 239. Wir bauen mit Lego von 1966. Ich habe es wieder mit neuen Steinen gebaut, aber irgendwie nach dem Foto aus dem Ideenbuch. Die verschiedenen historischen Ideenbücher sind für mich immer eine wichtige Ideenquelle für Dioramen aus den verschiedenen Spielwelten. Aus der Bauanleitung vom Holzsortierkasten von 1958 habe ich das Hotel unten rechts nachgebaut. Wieder nicht mit originalen Steinen, aber ich habe die richtigen Fenster verwendet. Ich habe es mit 6 Flaggen verschönert. Aus originalen roten Zelluloseacetat-Reststeinen, die ich sonst nicht verwenden konnte, habe ich mir dieses Hochhaus gebaut. Die Idee habe ich aus dem Katalog von 1955. Man sieht, dass die kleinen Steine kaum halten.
Man muss das Haus sehr vorsichtig in die Hand nehmen. Aus den Reststeinen von 2020 habe ich mir ein Dreier-Reihenhaus gebaut. Ein kleines Wohnhaus mit Balkonen aus originalen Zelluloseacetatsteinen. Aus dem Ideenbuch Nummer 1 von 1960 habe ich verschiedene Modelle gebaut: Windmühle, Kran und Schiff. Zuerst schauen wir uns noch das Anschauungsmodell mit den Zelluloseacetat-Dachsteinen von 1958 an. Ich habe versucht, mit unterschiedlichen Dachsteinen eine möglichst vielseitige Dachkonstruktion zu machen. Hier ist jetzt die Windmühle aus dem Ideenbuch von 1960. Es gab damals noch keine Achssteine. Die Achse besteht aus 1x1 Rundsteinen. Ich zeige sie euch hier im Bauplan. Wir schauen uns dann nochmal das Modell an. Zuerst zeige ich noch das Schiff. Ein schöner Dampfer, den ich mir aus den verschiedenen Ideen im Ideenbuch mit den verfügbaren Steinen zusammengestellt habe. Zum Schiff gehört natürlich auch ein Hafenkran. Mit den Zelluloseacetatsteinen ist er besonders wackelig. Das Seil ist unmöglich, der Ausleger ist wackelig und auch die Stützen fallen dauernd ab. Jetzt schauen wir uns nochmal die Windmühle von innen an. Hinten als Schraube ein 1x1 Stein. Die Achse besteht aus Rundsteinen. Ich konnte aber nicht die originalen Zelluloseacetatsteine nehmen, sondern es sind neuere, die besser zusammenhalten. Vorne die Felge ist ein 2x2 Stein und die Windmühlenflügel sind 2x8 Platten. Wir schauen uns hier jetzt nochmal meine eigenen Modelle an, die ich aus den verschiedenen Ideen nachgebaut habe. Ich wollte am Stadtplan mit den Steinen von 1958 eigene Stadthäuser im Stil der Modular Buildings machen. Das ist mein Plan aus dem Bricklink Studio. Ihr kennt hier das Café Corner, die Factory und den Green Grocer. Ich habe alles mit originalen Steinen und Platten gebaut, wie sie 1958 verfügbar waren. Das war mit den Platten nicht sehr einfach. Hier habe ich das Rendering aus dem Studio. Ich habe den Hintergrund entfernt. Mit diesen Bauideen schließe ich das heutige Aufbauvideo ab. Am nächsten Freitag zeige ich euch die ganze Übersicht über den Stadtplan. Ich hoffe, dass ich mich dabei nicht zu viel wiederhole. Die Fläche wird ziemlich groß werden, deshalb muss ich das Übersichtsvideo wieder im alten Stil aus der Hand filmen. Ich hoffe, dass euch diese Einblicke in die Anfänge der Lego-Geschichte nicht gelangweilt haben. Ich kann euch beruhigen, jede Woche werden neuere Spielwelten kommen, zu denen man vielleicht mehr persönliche Beziehungen hat, als zu diesen uralten Antiquitäten der 50er und 60er Jahre. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr zugesehen habt und wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen!